Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, Leidorin, hier auf dem Heiko-System. Immer wieder kommt im Heiko-Forum die Frage auf, gibt es eine Hardware-Datenbank? Ja, diese gibt es. Diese ist nicht offiziell, sondern von uns, von der BSLI, erstellt worden, aus mehreren Datenquellen. Vorher hat jemand anderes schon Daten gesammelt im Heiko-Forum und hat uns diese Daten auch zur Verfügung gestellt. Und schon davor wurden auch schon Hardware getestet von anderen Leuten, die wir auch zur Verfügung gestellt bekommen haben und haben daraus eben eine recht umfangreiche Datenbank erstellt, die auch immer aktualisiert wird. Genau, das ist hier diese Webseite, das ist hardware.bsli.de. Das Ganze ist in Englisch gehalten, damit das für alle auch nutzbar ist. Da habt ihr hier zum Beispiel oben, könnt ihr erstmal suchen. Dann könnt ihr hier komplette Systeme anzeigen lassen. Geht ihr hier zum Beispiel oben hin und sagt zum Beispiel, ich möchte mir jetzt meine HP-Rechner anzeigen lassen, dann seht ihr hier die ganzen Rechner, wie sie getestet worden sind. Was für eine Hardware verbaut ist, insofern diese Daten vom Nutzer angegeben worden sind und leicht zu sehen sind. Dann seht ihr hier hinten die HRF-Nummer, das ist die Heiko-Versionsnummer. Das ist schon ein etwas älterer Test hier. Die neuesten Versionen sind bei 5, 6 etwas. Da sollte man immer darauf achten, wenn ihr zum Beispiel guckt, oh, ich habe diesen Rechner auch, das sollte ja drauf laufen. Das hier wird wahrscheinlich ein Beta 2 sein oder vielleicht immer noch älter. Aber nichtsdestotrotz kann es ja trotzdem laufen. Dann könnt ihr hinten sehen, was funktioniert nicht. So ein paar Notizen von den Nutzern, die sie uns gegeben haben. Das ist auch hier Works Fine, gibt es halt auch. Wenn ihr zum Beispiel auch so einen Rechner habt, ist jetzt die Bitte an mich, informiert uns, dass es auch mit der neuesten Hardware-Version funktioniert. Dann können wir hier die HRF zum Beispiel erneuern. Dann sind wir hier auf neueren Stand. Weil es kann immer sein, dass ein Test, der hier drin ist, von der älteren Version, einfach mit der neuesten Heiko-Version nicht mehr funktioniert. Das liegt daran, dass halt vieles in Heiko auch sich ändert und aktualisiert wird und erneuert wird. Und man natürlich auch mit der Zeit gehen muss und dann kann das mal sein, dass auch mal Hardware hinten runterfällt. Dazu habt ihr hier oben auch noch die Möglichkeit, hier oben also Einzelhardware anzuzeigen. Zum Beispiel Kabeladapter, hier findet ihr Netzwerkadapter, hier findet ihr Grafikkarten, Pen-Tablets, Printer, Scanners, Soundkarten etc. pp. Wenn hier mal nicht alles angezeigt wird, einfach mal den Browser auf Vollbild machen, dann kann man hier meistens mehr sehen. Jetzt bin ich hier gerade ein bisschen beschränkt. Ich gehe jetzt mal auf Grafikkarten. Seht ihr hier die Übersicht, einmal den Hersteller, dann das Modell, braucht er VESA oder braucht er nicht. Und hier könnt ihr sehen, mit welcher Ref es getestet worden ist und es supported ist oder nicht. Also wir nehmen ja auch die auf, die nicht supported werden. Einfach aus einem einfachen Grund, wenn die einfach mal supported werden, findet man das Gerät irgendwann wieder. Stehen zwei übereinander, da lief es nicht, jetzt läuft es. Ist immer ein guter Ansatzpunkt, wenn man zum Beispiel einzelne Hardware zu Hause hat und das testen möchte. Einfach mal hier vorbeischauen. Hier werdet ihr fündig. Wenn ihr selber Hardware melden wollt, dann geht ihr auf die Heiko-Webseite und sucht über die Suche oben Hardware-List für Heiko. Da haben wir unsere Startseite angefangen, im gleichen Vorbild wie unser Vorgänger und haben praktisch eine übergeordnete Seite geschaffen, damit man von hier aus alles anklicken kann. Einmal sieht man hier unser Tool, mit dem man auch Hardware testen und uns zusenden kann. Das ist eine Software, die findet ihr bei uns auf dem Repository. Dann auch verlinkt, von wo wir Sachen bekommen haben und dass wir hier die Hardware-Liste übernommen haben und wie das aufgebaut ist. Und dass man hier auch ist auch der Link zu unserer Seite. Und dann haben wir hier unten die ganzen Verknüpfungen ins Forum, weil wir für bestimmte Hardware auch bestimmte Forenbeiträge gemacht haben. Hier könnt ihr zum Beispiel komplette Systeme melden, Joysticks und Gamepads, Pen-Tablets, bis runter hier zum Scanner, USB-Docking-Station, Webcams. Es gibt bei einigen Bereichen oft ziemlich wenig, was supported wird. Wenn man da mal was findet, was Gutes ist, freuen wir uns immer, das eintragen zu können. Geht ihr zum Beispiel dann drauf, komplette Systeme. Dann kommt ihr auf die Seite dafür. Wie ihr sehen könnt, ist das auch ein ziemlich großer Part hier. Haben schon viele, viele Leute was eingetragen. Dann haben wir hier oben einmal die Vorschau, wie man das Ganze aufbauen sollte. Das haben wir übernommen von unserem Vorgänger, weil wir es ja praktisch fanden. Kopiert praktisch den Text, macht einen neuen Eintrag und dann passt ihr halt einfach die Einträge hier an. Also hier, was für ein System du nutzt, was für eine Hardware, worauf du läufst, virtuelle Maschine, ist eigentlich Quatsch, weil normalerweise brauche ich in Hardware-Liste nur Rechner, die auch wirklich auf Hardware laufen, also Systeme, die auf Hardware laufen. Weil virtuelle Maschine, da kriegst du ja fast alles zum Laufen. Deswegen braucht ihr eigentlich virtuelle Maschine nicht Bescheid sagen. Das bringt gar nichts. Müsste ich mal ändern.
Dann haben wir den Manufakturer, also wer hat es hergestellt, dann was meint ihr zu dem, passt das gut, läuft das nicht gut, wovon ihr gestartet habt, von USB, von HDD. Dann könnt ihr was zum sagen, ob ihr Weser braucht und wie die Grafikkarte funktioniert, was beim Sound ist. Da könnt ihr auch viele Sachen eintragen. Ist auch für die Entwickler interessant, wenn die irgendwie einen Fehler suchen und es gibt einen Fehlereintrag dazu, dann können die sich ja das auch angucken. Das hilft auch diesen Leuten. Genau, einfach Beitrag eintragen und losschicken. Wir gucken uns das dann an, wenn es neue Beiträge gibt und fügen das dann in unsere Hardware-Datenbank ein. So, das war's mit dem heutigen Video. Hinterlasst ein Like und ein Abo und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Euer Leidorin. Ciao, ciao.